Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitskosmetik-Video von mir. Ein Video zu einer gesunden, natürlichen Zahncreme hatte ich schon mal hochgeladen und so hatte ich da 3 verschiedene Sorten drin vorgestellt. Das Video dazu verlinke ich euch hier gerne. Eine ähnliche, aber noch effektivere, natürliche Zahncreme werde ich heute herstellen. Und zwar verwende ich 3 neue Inhaltsstoffe, die noch besser wirken und ersetze damit 2 andere Stoffe, die ich nicht mehr in der Zahncreme verwende. Fakt bleibt jedoch, dass ich seit 7 Jahren meine selbst hergestellte natürliche Zahncreme verwende und ich in dieser Zeit keine Zahnprobleme hatte, weder Karies, noch hat sich meine Parodontitis verschlimmert, im Gegenteil, sie ist sogar vollkommen verschwunden, Alhamdulillah. Herkömmliche schädliche Zahnpasta lasse ich seitdem nicht mehr in meinen Mund, denn diese beeinflusst nicht nur die Mundflora negativ, indem sie nicht nur die gutartigen Bakterien zerstört, sondern auch das Zahnfleisch, die Zähne und die Mundschleimhaut schädigt, sondern auch über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt und somit die Schadstoffe auch in den Körper gelangen. Und um nur einige der schädlichen Inhaltsstoffe zu nennen, so sind dies unter anderem das Fluorid, welches den Zahnschmelz spröde macht und Alzheimer bewirkt. Dann gibt es Natriumlaurinsulfat, welches die Mundschleimhaut irritiert, Triclosan, welches das Hormonsystem stört und krebserregend wirkt, Titandioxid, welches ebenfalls potenziell krebserregend und abrasiv wirkt, Parabene, die den Hormonhaushalt stören, Propylenglykol, welches reizend und allergieauslösend ist, und Polyethylenglycol, welches Gifte in den Körper schleust, um nur einige der vielen chemischen Schadstoffe in herkömmlichen, käuflichen Zahncremes zu nennen. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich eine eigene, gesunde, natürliche Zahncreme herzustellen. Die erste Zutat wird hier das bionative Kokosöl sein, welches wir auf dem Herd geben und auf kleinster Stufe langsam zum Schmelzen bringen werden. Dann kommt eine Mischung aus Zeolit und Bentonit in medizinischer Form in den Gewürzmixer. Wichtig ist, dass es eben von medizinischer Qualität sein muss. Dann kommt grobes Himalaya-Salz hinzu. Man könnte auch ein anderes Natursalz verwenden. Als nächstes kommt die 3-fache Menge davon, also anstelle von 3 Teelöffeln Himalaya-Salz 9 Teelöffel Erythrit hinzu, anstelle von Xylit, welches ich letztes Mal verwendet hatte. Dann kommen wieder 3 Teelöffel Sangomeres-Koralle hinzu. Und diese 2 letzten Zutaten sind neu. Wir werden jetzt diese trockenen Zutaten mit der Gewürzmühle erstmal kurz vermahlen. Dann kommt das vermahlene Pulver in eine kleine Schüssel und wird dann mit den restlichen flüssigen Zutaten vermischt. Das Kokosöl ist jetzt geschmolzen, das kommt da hinzu. Die Laurinsäure im Kokosöl wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Dann kommen 20 Tropfen Nelkenöl hinzu und das ist auch eine weitere Zutat, die ich anstelle der vermahlenen Nelken im alten Rezept anwende. Und schließlich kommen noch 10 Tropfen von meinem Teebaumöl, Schwarzkümmelöl, Olivenöl Gemisch hinzu. Die weiteren Heilwirkungen dieses Teebaumöl-Gemischs werdet ihr in dem Video zum Oreganoöl finden. Diese heilsamen und auf natürliche Weise zähnereinigenden 7 Inhaltsstoffe werden jetzt gut vermischt, wie wir gerade gesehen haben, und dann in verschiedene kleine Gläser abgefüllt und dann dunkel und kühl in einem Schrank aufbewahrt. Die Mineralerden darin, bestehend aus Zeolit und Bentonit, binden Gifte, Bakterien und überschüssige Säuren, ebenso Viren, Partikel von Schwermetallen, Nikotin und Alkohol und entfernen erfolgreich Plaque. Zeolit beugt außerdem Karies und Mundgeruch vor und hält die Zähne und das Zahnfleisch gesund. Das Himalaya-Salz ist reich an natürlichen Mineralstoffen und Spurenelementen und hilft dadurch bei der Remineralisierung des Zahnschmelzes. Es wirkt im Mund durchblutungsfördernd, antibakteriell, regt den natürlichen Speichelfluss an und unterstützt dabei die Selbstreinigung der Zähne. Ebenso eignet es sich hervorragend als natürliches Mundwasser. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben gerne. Auch die Sangomeres-Koralle sorgt für eine Remineralisation der Knochen und Zähne, denn sie liefert wertvolles Calcium und Magnesium im wichtigen Verhältnis von 2:1 und da sie dem menschlichen Knochen in ihrer Zusammensetzung gleicht, wirkt sie unterstützend bei der Bildung von neuem Knochen- und Kieferngewebe und wenn sie mit Flüssigkeiten wie dem Speichel in Kontakt kommt, ionisiert sie sofort. In diesem ionisierten Zustand können die Mineralstoffe und Spurenelemente über die Mund- und dann die Magenschleimhaut direkt ins Blut und zu allen Körperzellen transportiert werden, die diese Mineralstoffe nur in ionisierter Form aufnehmen können. Deshalb leistet die Sangomeres-Koralle einen wertvollen Schritt in Richtung optimaler Kiefer- und Zahngesundheit. Das Nelkenöl wirkt antibakteriell sowie entzündungshemmend. Für eine gute Reinigung der Zähne ist es immer empfohlen, eine elektrische Zahnbürste zu verwenden,
weil sie aufgrund ihrer rotierenden und oszillierenden Bewegungen effektivere Plagentfernung bieten als manuelle Zahnbürsten. Und dank der Vibrationen und der kleinen Bürstenköpfe kommen elektrische Zahnbürsten leichter in schwer zugängliche Bereiche im Mund, wie hinter den letzten Zähnen. Das Erythrit, welches ich in dieser Zahncreme anstelle von Xylit in der alten Zahncreme verwendet habe, soll laut Studien noch besser für die Zähne sein als Xylit. Beide haben den Vorteil, dass sie von den Mundbakterien nicht in Säuren umgewandelt werden, die Karies verursachen könnten. Das bedeutet, dass Erythrit nicht zu Zahnschäden führt, im Gegensatz zu herkömmlichem Zucker, der das Wachstum von Kariesbakterien fördert. Auch regt Erythrit die Speichelproduktion an, was hilft, den pH-Wert im Mund zu regulieren und so das Risiko von Zahnproblemen zu verringern. Natron verwende ich in dieser Zahncreme nicht, weil es bei Daueranwendung den Zahnschmelz angreifen kann. Als natürlicher Weißmacher sollte es daher nur einmal wöchentlich angewandt werden. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.